Und ja, ich glaube, dann sind wir soweit und würden dann beginnen. Ja, Harley. Danke. Good evening. It's very good to be with you here tonight. Guten Abend, es ist sehr schön, mit Ihnen hier zu sein heute Abend. And I have an optimistic message to present to you. Ich habe eine sehr positive, optimistische Botschaft für So you Sie. can take your pessimism out the door because you're going to hear things that you won't hear in the media. Also den Pessimismus können Sie wieder mit nach Hause nehmen, denn Sie werden Dinge hören, die Sie sonst in den Medien nicht zu hören bekommen. Now, I'm not saying everything's fine, Ich behaupte nicht, dass alles wunderbar ist. but we have a real opportunity to change world history. Wir haben jedoch eine richtige Gelegenheit, den Lauf der Geschichte zu ändern. And it's coming from a somewhat strange source. Es kommt aus einer etwas seltsamen Quelle, diese Veränderung. Imagine the words President Donald Trump. Stellen Sie sich mal diese Worte vor, Präsident Donald Trump. It was a little more than a year ago that he was elected, Vor gut einem Jahr wurde er gewählt. and it shocked the country. Das Land war geschockt. I think it shocked the world. Es schockte die ganze Welt. And there are people who still do not want him to be president. Und es gibt noch viele Leute, die ihn nicht als Präsident haben wollen. And so what you see in the media is a constant barrage of attacks against him Und in den Medien sieht man eine beständige Attacke gegen ihn. and against President Putin of Russia, President Xi Jinping of China as well. Und natürlich auch gegen Präsident Putin von Russland und gegen Präsident Xi Jinping aus China. And in the United States, if you defend President Trump, they accuse you of being a Russian agent. Wenn man in den USA Präsident Trump verteidigt, dann wird man beschuldigt, ein russischer Agent zu sein. So I want to give you a background to what actually happened in the United States. Ich möchte Ihnen also ein bisschen den Hintergrund darüber erklären, was tatsächlich in den USA geschehen ist. And why it gives us an opportunity to change things in Europe as well. Weshalb das für uns auch eine Gelegenheit ist, die Dinge hier in Europa zu ändern. Because if there's one country that you might be pessimistic in, it's Germany. Denn wenn man in einem Land wirklich vom Pessimismus ergriffen wird, dann ist es in Deutschland. But even in Germany, things are on the verge of changing. Er lebt heute in Deutschland noch als Ergänzung. Aber selbst in Deutschland sind die Dinge dabei, sich schlagartig dann zu verändern. But let me start with some current events that you probably aren't really familiar with. Fangen wir also mit ein paar im Moment laufenden Vorgängen an, die ihr vielleicht nicht kennt. President Trump just spent 12 days in Asia. Präsident Trump war jetzt eben gleich 12 Tage in Asien. He spoke at 2 seminars and met with 7 or 8 heads of state. Er hat sich an 2 Gipfeltreffen aufgehalten und hat mit 7 oder 8 Staatsoberhäuptern geredet. And he presented a message which shocked the people in Asia as well as the people in the United States. Und er hat dort eine Botschaft verkündet, die sowohl die Menschen in Asien als auch in den USA schockiert hat. Because he presented a view of economic nationalism, but not an economic nationalism which is against other nations. Er hat eine Sicht der Dinge präsentiert in Bezug auf den wirtschaftlichen Nationalismus, und zwar nicht ein wirtschaftlicher Nationalismus, der gegen andere gerichtet ist. In a sense, he was presenting the same view that President Xi Jinping of China presents when he talks about a win-win cooperation. In einem gewissen Sinne hat er genau das gleiche Weltbild verkündet wie Präsident Xi Jinping aus China, der immer von einer Win-Win-Situation redet. Now, to understand what he did in China, you have to understand what he's opposing in the United States. Um zu verstehen, was er in China erzählt hat, muss man schauen, wogegen er eigentlich kämpft in den USA. Since 1991, the United States has had leaders whose view is that America has to make all the rules. Seit 1991 gibt es in den USA Staatsoberhäupter, Leaders, Führer, die behaupten, Amerika muss in der Welt die Regeln festlegen. It's the idea of a unipolar world, that the United States, because of its military power and its financial power, should make the rules.
Das ist die Vorstellung einer unipolaren Welt, einer Welt, in der es nur eine führende Großmacht gibt. And what happens when someone doesn't play by those rules? Und was passiert, wenn jemand sich nicht an diese Regeln hält? We launch wars, Dann ziehen wir in den Krieg. coups, regime change operations. Dann gibt es Staatsstreiche, sogenannten Regime Change, also die Regierung wird abgesetzt von außen And threaten countries. und wir bedrohen Länder. Now, the Chinese have not been playing by the rules of the United States. Die Chinesen haben in letzter Zeit nicht mehr nach diesen Regeln der USA gespielt. And this caused President Obama to launch attacks on China. Und aus diesem Grund hat Präsident Obama damals Attacken gegen China geritten. I think most of you know that the media in Europe still loves Barack Obama. Die meisten von euch wissen bestimmt, dass die Medien hier in Europa immer noch Barack Obama lieben. And if the truth ever comes out in history, Obama will be seen as one of the worst presidents any nation has ever had. Und wenn die Wahrheit jemals ans Tageslicht kommt, dann werden die Leute verstehen, dass Obama einer der übelsten Präsidenten der Vereinigten Staaten aller Zeiten war. He's a president who supported the terrorists of ISIS and Al-Qaeda, including arming them. Er ist ein Präsident, Obama, der die Terroristen von ISIS und Al-Qaida unterstützt hat und sie sogar mit Waffen versorgt hat. He pushed an idea of free trade, which was against every other nation, saying that all nations had to operate under a supranational set of rules for the corporations. Er hat eine Vision des Freihandels gehabt, die besagt hat, dass sich alle Nationen dieser einen Führungsmacht der USA in Sachen Handel zu unterwerfen haben. Which was in terms of the two trade agreements, the TPP, the Trans-Pacific Partnership for Asia, and the TTIP for Europe. Ein Resultat davon war zum Beispiel das TTIP, nicht, das Trump jetzt abgeschafft hat. What was the other one? TPP, Trans-Pacific Partnership. Und das transpazifische Freihandelsabkommen. Das war die Vision von Obama, nicht alle unter dieses Dach zu bringen. And you'll see the hypocrisy of Obama when you understand what the TPP was. Man sieht die Heuchelei von Obama klar, wenn man versteht, was dieses TTIP tatsächlich war. This was supposed to be a trade agreement for all of Asia. Das hätte ein Freihandelsabkommen für ganz Asien darstellen sollen, Except China. außer China. Die wären außen vor geblieben. And China is the largest trade partner of the United States in Asia. Und China ist der größte Handelspartner der Vereinigten Staaten in Asien. And the second largest economy in the world on the way to becoming the largest. Und die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, die auf dem Weg ist, zur größten zu werden. So how do you have a trade agreement which excludes the biggest trade partner you have? Wie kann man ein Freihandelsabkommen schließen, das den größten Handelspartner, den man hat, ausschließt? Now, the Chinese offered the United States an opportunity to join the Asia Infrastructure Investment Bank. Die Chinesen haben den USA eine Möglichkeit geboten, die asiatische Infrastrukturbank, sich dort zu beteiligen, an der asiatischen Infrastrukturbank. And Obama was one of the few leaders in the world who said no. Und Obama gehörte zu jenen Leaders in der Welt, die Nein gesagt haben. So Obama started a policy called the Asia Pivot, the pivot to Asia. Obama hat eine Politik gestartet, die man, sagen wir mal, den Schwerpunkt Asien nennt. But what did this mean? It meant the US must write the rules, and if you don't go along, you will be brought under military threat. Und das bedeutete nichts anderes, als dass die USA dort auch in Asien die Regeln vorgeben und diejenigen, die nicht mitmachen, die werden militärisch bedroht. Now you have to realize the United States has been at war every day since 2002. Seit 2002 sind die USA faktisch jeden Tag im Krieg irgendwo auf der Welt. Do we need new wars? Brauchen wir neue Kriege? A war against China and possibly against Russia? Einen Krieg gegen China oder möglicherweise auch gegen Russland? And these wars have cost hundreds of thousands or millions of lives Diese Kriege haben Hunderttausende, zum Teil Millionen Leben gekostet. and have cost trillions of dollars added to the US deficit. Und gleichzeitig wurden dem amerikanischen Defizit
Billionen von Dollar zusätzlich hinzugefügt. So when Trump ran for president, he said we've got to stop these wars. Als Trump Kandidat war, hat er gesagt, wir müssen mit diesen Kriegen aufhören. When he ran in the Republican Party, he had 16 opponents. Als er für die Republikanische Partei kandidierte, hatte er 16 Gegner. Jeb Bush had $100 million to spend. Jeb Bush, der Sohn des früheren Präsidenten und Bruder des anderen Präsidenten, er hatte $100 Millionen, die er für den Wahlkampf ausgeben konnte. And the other candidates included senators and governors. Und die anderen Kandidaten waren Senatoren und Gouverneure von Staaten. And Trump said two things during the campaign. Und Trump hat während der Kampagne zwei Dinge gesagt. Why don't we talk with Russia instead of sending troops to Russian borders? Weshalb reden wir nicht mit den Russen, hat Trump gesagt, anstatt dass wir Truppen an ihre Grenze schicken? Why don't we stop overthrowing governments that disagree with us? Weshalb hören wir nicht damit auf, Regierungen wegzuputschen, die mit uns nicht einverstanden sind? And then he said, why don't we stop bailing out the banks that are too big to fail? Weshalb hören wir nicht damit auf, die Banken zu retten, die angeblich too big to fail sind, also zu groß, dass sie untergehen dürfen? This went against what every Republican was saying and what the Democrats were saying. Und das stand im krassen Gegensatz dazu, was alle Republikaner und die Demokraten sagten. And the media said he has no chance to win. Und die Medien haben gesagt, er hat keine Chance. But the people disagreed Aber die Leute waren damit nicht einverstanden. because the American people are tired of war. Denn die Amerikaner haben diese Kriege satt. They're tired of debt. Sie haben die Schulden satt. They're tired of being lied to. Sie mögen es nicht, wenn man sie anlügt. They've been told that Barack Obama created a strong economic recovery. Man hat ihnen erzählt, Barack Obama hätte eine große wirtschaftliche Erholung herbeigeführt. And he did create some jobs. Und er hat ein paar Jobs geschaffen. Part-time, temporary, and low-wage jobs. Also, das waren Teilzeitjobs und Jobs, bei denen man sehr wenig verdiente. In the United States, we've lost 6 million manufacturing jobs since 2001. Seit 2001 haben wir in der Industrie 6 million. 6 Millionen Jobs verloren in den USA. And people who worked in manufacturing used to make an average of $45 to $50 an hour. Leute, die in der Industrie arbeiten, haben zwischen 45 und $50 in der Stunde verdient früher. When they lost those jobs, they took Obama jobs. Als sie diese Jobs verloren haben, bekamen sie sogenannte Obama-Jobs. Where they would take 2 or 3 jobs that paid $12 an hour. Dann hatten sie 2 oder 3 Jobs, die $12 in der Stunde bezahlten. And in order to feed their families and keep the rent paid, they borrowed money on credit cards. Um ihre Familien zu ernähren und zu leben, mussten sie mit der Kreditkarte Geld sich borgen. And there's now $13 trillion of household debt in the United States. Es gibt jetzt eine Haushaltsschuld in den USA von 13 Billionen. And so when Hillary Clinton campaigned and said, we want to continue the great economic policies of Barack Obama, Als Hillary Clinton kam und sagte, wir wollen die großartige Wirtschaftspolitik von Barack Obama fortführen, people didn't like it. das mochten die Leute nicht. She didn't realize the suffering people were going through. Sie verstand nicht, in welchem Ausmaß die Leute litten. To his credit, Trump did. That helped Trump win the election because he did recognize that people were suffering. Im Gegensatz dazu hat Trump erkannt, dass die Leute leiden. And that's why he won the election. Und deshalb hat er die Wahl gewonnen. Putin didn't rig the election. Es war nicht Putin, der die Wahl manipuliert hat. Americans didn't get brainwashed and manipulated by Vladimir Putin. Die Amerikaner wurden nicht gehirngewaschen und manipuliert durch Wladimir Putin. Russia Today didn't change the mind of the American people. Der Sender Russia Today, der russische Staatssender, hat nicht
das Bewusstsein der Menschen in den USA verändert. And $100,000 spent on ads in Facebook did not turn around the election. Und bloße $100.000, die angeblich von den Russen auf Facebook ausgegeben wurden, um Werbung zu machen, das hatte wahrlich keinen Einfluss auf den Ausgang der Wahl. Hillary Clinton was a terrible candidate. Hillary Clinton war eine schreckliche Kandidatin. And she won the states on the Pacific coast and on the Atlantic coast. Sie gewann die Staaten an der Pazifikküste und an der Atlantikküste. But she lost the states in the middle and in the south and the north. Und sie hat aber alle Staaten verloren in der Mitte des Kontinents, im Norden und im Süden. And so the Democratic Party invented the story that Putin elected Trump. Und deshalb haben die Demokraten die Geschichte erfunden, dass Putin Trump zum Präsidenten gekürt hat. And the Clinton campaign paid to have an ex-British intelligence operative write a report to supposedly prove it. Und die Clinton-Kampagne hat einen ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter aus Großbritannien beauftragt, um eine Schmierengeschichte über Trump zu schreiben. And this report said that Putin had videotape of Trump with prostitutes in a Moscow hotel. Und diese Schmierenkampagne sagte, dass Putin Fotos von Trump habe, der sich mit Prostituierten in irgendeinem Hotel in Moskau vergnügt hätte, auf einer seiner Geschäftsreisen. Das war die Geschichte dieses britischen Intelligence Geheimdienstmitarbeiters, ehemaligen. And this report was given to the FBI in the United States. Und dieser Report wurde dem FBI zugespielt, der amerikanischen Bundespolizei. And the leaders of the FBI, the Central Intelligence Agency, and the National Security Agency said this report is true. Und die Verantwortlichen des FBI, des CIA und der NSA, das CIA und NSA sind zwei Geheimdienste, nicht FBI ist die Bundespolizei, die haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, ja, dieser Bericht muss wahr sein. So people asked, okay, where are the photos? Und dann haben sich die Leute gefragt, ja, wo sind denn jetzt diese Fotos? Where's the evidence? Wo sind die Beweise? And we've had a year now, and they haven't produced a shred of evidence. Und es ist jetzt schon ein Jahr her und wir haben noch nicht einmal ein Fitzelchen von einem Beweis gesehen. But what did they do? Und was haben sie also gemacht? They put Trump on the defensive. Sie haben Trump in die Defensive gedrängt. Trump wanted to meet with Putin as soon as he got elected Er wollte sich so bald wie möglich mit Putin treffen, nachdem er gewählt wurde, to discuss how to end the war in Syria, how to end the crisis in Ukraine. um zu diskutieren und darüber zu reden, wie man den Krieg in Syrien beenden kann und wie man die ganzen Spannungen in der Ukraine beenden kann. And the American media said Trump wants to do that because he doesn't want Putin to show the dirty pictures of him in a Moscow hotel. Und die Medien in Amerika haben erzählt, ja, Trump tut das nur, weil er eben nicht möchte, dass Putin diese schmutzigen Fotos veröffentlicht, um seine Haut zu retten. And they said that therefore we have an American president who's controlled by the Russians. Deshalb haben wir jetzt einen amerikanischen Präsidenten, sagten sie, der durch die Russen gesteuert wird. And that's why Trump has not carried through a lot of the things he said he would do during the campaign. Und deshalb konnte Trump nicht einiges von dem, was er in der Kampagne versprach, bis jetzt nicht umsetzen. But what has he done? Aber was hat er tatsächlich gemacht? He's worked out an arrangement with Putin through the Secretary of State and the Russian Foreign Minister for cooperation in Syria. Er hat zusammen mit Putin, aber auch über seinen Außenminister Tillerson und den russischen Außenminister ein Arrangement getroffen, sodass eine Lösung in Syrien in Sicht kam. And as a result, the Syrian army, with help from Russia and a little bit of help from the United States, has defeated Al-Qaeda and ISIS in Syria. Ja, und deshalb gelang es der russischen, also sagen wir mal der syrischen Armee mit etwas Hilfe der Russen und der Iraner, die Al-Qaida und die ISIS zu schlagen in Syrien. And there's much more they could do together. Und es gäbe noch viel mehr, wo eine Kooperation zwischen Russland und Amerika viel Gutes bewirken kann. And that brings us to this phenomenal trip that just occurred to Asia. Und das führt uns zurück zu dieser Reise, die Trump eben durch Asien gemacht hat. Now, what is the American media saying about Trump and Xi Jinping?
Was sagen also die amerikanischen Medien heute über Trump und dieses Treffen mit Xi Jinping? Trump is now colluding with China's dictator Xi Jinping, says the American Jetzt heißt media. es plötzlich, nein, Trump der arbeitet jetzt mit dem chinesischen Diktator Xi Jinping zusammen. That he so wants to have friends in the world, he'll do whatever Xi Jinping wants. Er möchte so dringend Freunde gewinnen irgendwo in der Welt, er tut, was immer Xi Jinping von ihm verlangt. And that there was nothing that really happened on this Asia tour. Und die ganze Asien-Tour war völlig für die Katz, nichts ist da passiert. And that is why Trump refers to the American media as fake news. Deshalb bezeichnet Trump die amerikanischen Medien als Fake News. Let me tell you a little bit about what happened in Asia. Erzählen wir also etwas darüber, was dort wirklich abgelaufen ist auf diesem Asien-Trip. Trump met with the Japanese Prime Minister. Trump hat den japanischen Premier getroffen. And Prime Minister Abe said American-Japanese relations have never been better. Und Premierminister Abe aus Japan hat gesagt, die amerikanischen und japanischen Beziehungen waren nie besser als heute. And the Japanese are thinking about investing in rebuilding American infrastructure. Und die Japaner denken darüber nach, in die amerikanische Infrastruktur zu investieren. Which would mean good jobs in America. Und das würde gute Jobs in den USA bedeuten. And maybe we'll get a train that goes faster than 50 kilometers an hour. Vielleicht haben wir dann auch einen Zug, der schneller als 50 Kilometer die Stunde fährt. Then he went to South Korea. Dann ging er nach Südkorea. And all the media said he's probably going to start a nuclear war when he speaks in South Korea. Und all die Medien haben gesagt, ja, wenn er dann nach Südkorea geht, dann wird er dort bestimmt einen Atomkrieg vom Zaun brechen. But he gave an excellent speech in the South Korean parliament. Aber er hatte eine sehr gute Ansprache im Parlament von Südkorea. Which was interrupted 20 times for applause. Diese Rede wurde 20 Mal unterbrochen, weil die Leute applaudierten. Now, what was his message to Japan and South Korea? Was war also seine Botschaft an Japan und Südkorea? The United States has a trade deficit with those two countries. Amerika hat ein Handelsdefizit gegenüber Japan und gegenüber Südkorea. And many people in the United States say it's because they compete unfairly. Und viele in den USA sagen, ja, das ist deswegen, weil die eben unfaire Geschäfte treiben. Trump said, you're not competing unfairly, you're doing what's right for your nation. Trump sagte hingegen, nein, ihr handelt nicht auf unfaire Weise, ihr vertritt einfach eure Interessen. The problem is what we've done to our nation. Das Problem ist das, was wir Amerikaner selbst unserem Land angetan haben. And that was the message he brought to China, to Xi Jinping as well. Und das war auch die Botschaft, die er mit nach China gebracht hat für den chinesischen Präsidenten. They signed $250 billion worth of deals. Sie haben Geschäfte und Deals unterschrieben, die einen Umfang von 250 Milliarden Dollar haben. And he said to Xi, we don't blame you for having a trade surplus because we are responsible for ruining the US economy. Und er sagte zu Xi Jinping, ihr Chinesen, ihr seid nicht, wir beschuldigen euch nicht, dass ihr einen Handelsüberschuss habt. Wir Amerikaner selbst sind dafür verantwortlich, dass wir dieses Handelsdefizit haben. And he said we should negotiate fair trade agreements for the benefit of both of us. Und er sagte, wir sollten faire Handelsbeziehungen vereinbaren, sodass beide profitieren können, beide Länder. I won't go through all the details, but Xi Jinping and Trump both said this was a state and a half visit. In other words, better than a normal state visit. Ohne jetzt in alle Details zu gehen, aber beide Trump und Xi Jinping haben gesagt, das war ein anderthalbfacher Staatsbesuch, also von der Bedeutung her. Und nicht einfach ein normaler Staatsbesuch. Also es wurden ihm ziemliche Ehren erwiesen. And there are already jobs in the United States because of these agreements. Und aufgrund dieser neuen Handelsvereinbarungen gibt es bereits neue Jobs in den USA. Jobs in machine shops, in coal mines, and in the farmlands. Also in der Werkzeugmanufaktur, in den Kohlenminen und in der Landwirtschaft, in Agriculture, yeah. In der Landwirtschaft. So what does the Washington Post say? Und was sagt dazu die Washington Post, eine
der wichtigsten Zeitungen der USA. Trump brought back nothing. Und die sagen dann einfach, ja, Trump ist mit leeren Händen zurückgekommen. And what did the New York Times say? Und was sagte die New York Times? Trump is scared of Putin and Xi Jinping. Trump hat Angst vor Putin und Xi Jinping. Now that's why Trump took to his Twitter account again after the meeting in Vietnam. Ja, und deshalb hat Trump sich wieder Twitter zugewandt nach seinem Meeting in Vietnam. He said, this whole Russia thing is wrong. Und er sagte ganz deutlich, diese ganze Russland-Geschichte, diese Beschuldigung von Russland ist falsch. Why don't they think it's a good thing if we have good relations with Russia? Weshalb denken Sie eigentlich nicht, dass es etwas Gutes ist, wenn wir mit den Russen gute Beziehungen haben? And then he said this whole Russia thing was invented by the Clinton campaign and the FBI. Und dann sagte er, eben dieses Russland-Gate, diese ganze Russland-Hetze, die wurde erfunden durch die demokratische Clinton-Partei und durch das FBI. Yeah. And then he was asked, well, what about the intelligence agencies that say that you did collude with Russia? Und dann wurde er gefragt, ja, aber die Geheimdienste sagen ja auch, dass Sie, Herr Trump, mit den Russen zusammengearbeitet haben. And he said the three leaders of the intelligence agencies who said that are political hacks. Und dann sagte er, die 3 Führer, die das behauptet haben, sind politische Manipulateure. Well, hacks basically means thugs or Ja, bullies. Gangster, politische Gangster. And the media said, oh no, Trump's going crazy again. Und dann haben die Medien wieder gesagt, ja, jetzt wird er wieder verrückt, jetzt spielt er wieder verrückt. Now what's really underway is a transformation of global politics. Was jedoch wirklich abläuft, ist eine Veränderung der globalen Politik. It's not Russia and China being aggressive and moving to take over things. Es geht nicht darum, dass Russland und China aggressiv sind und jetzt hier die Macht übernehmen auf dem Planeten. One of my friends in Germany said that what the West is doing to itself is what the communists used to wish they could have done. Einer meiner Freunde sagte, dass das, was der Westen jetzt mit sich selbst tut, genau das war, was die Sowjets The communists wish they could have done to destroy the den West. USA antun wollten oder nicht konnten. He told me that his plan in the 70s was if you want to undermine the West, send them East German economists. Okay, die Idee war damals, also wenn man den Westen unterwandern will während dem Kalten Krieg, dann muss man ein paar Wirtschaftstheoretiker aus der DDR in den Westen schicken. But we have something worse in the West. Aber wir haben heute etwas Schlimmeres im Westen. East German economists would be a step up. Die DDR-Ökonomen, das wäre bereits eine Verbesserung gegenüber dem, was wir jetzt haben. We have a bunch of swindlers who have created a Ponzi scheme. Wir haben eine Gruppe von Schwindlern, die ein sogenanntes Pyramidensystem in der Wirtschaft errichtet haben. And it's the Federal Reserve and the banks in the United States and the European Central Bank and the City of London banks. Also es ist die Federal Reserve, die amerikanische Zentralbank, dann die europäische Zentralbank und die Bank of England oder die City of London, yeah. Die Börse in England, die eben dieses Pyramidensystem erschaffen haben, dieses Schneeballsystem. And probably some of these Swiss banks with such beautiful buildings in Zurich have been involved in this. Und wahrscheinlich sind ein paar von diesen großen Schweizer Banken mit ihren schönen Niederlassungen in Zürich auch mit von der Partie. So what's happened in the last 20 years with the economies of the West? Was ist in den letzten 20 Jahren mit der Wirtschaft im Westen geschehen? Up until 2008, there was a huge increase in debt. Bis 2008 gab es eine gewaltige Vergrößerung der Schuldenmenge. Based on trading worthless financial paper. Und es ging darum, dass Leute Handel getrieben haben mit wertlosen Wertpapieren. Some of that was with mortgages and home sales. Einiges davon, da ging es um die Hypotheken und um den Kauf von Häusern in den USA. Also in Europe. Auch in Europa, auch in Spanien etc. But it was also trade in something called derivatives. Aber es ging auch um etwas, das man Derivate nennt.
And the major banks in the United States have hundreds of trillions of dollars on their books of derivative obligations. Need a moment. Yeah. They have on their books hundreds of trillions of dollars of derivative Also die obligations. großen Banken in Europa, die haben Well, the United States. in Amerika, die haben Hunderte von Billionen von Derivaten, also von Spekulationstiteln in ihrer Bankbalance. As well as in Europe. Und das ist in Europa genauso. And the reason is they didn't listen to Lyndon LaRouche in 2008. Und der Grund ist der, dass sie damals 2008 nicht auf Lyndon LaRouche gehört haben. And they haven't listened to your organization either. Und sie haben auch nicht auf das gehört, was wir von der Impulswelle hier erzählen. The obvious solution is something called bank separation. Und die ganz offensichtliche Lösung ist die Bankentrennung. In the United States it's called Glass-Steagall. In den USA nennt man das den Glass-Steagall Act. It means that commercial banks cannot engage in speculation with their depositors' money. Das heißt, dass Sparkassen und kommerzielle Banken nicht spekulieren können mit dem Geld ihrer Sparer. And if an investment bank wants to speculate, it will not be bailed out. Und wenn eine sogenannte Investmentbank spekulieren will und flach auf die Nase fällt, dann wird sie nicht gerettet durch den Staat. But in 1999, when they got rid of Glass-Steagall, Aber als sie im Jahr 1999 diesen Glass-Steagall Act, dieses Trennbankensystem in den USA abgeschafft haben, the commercial banks did the same practices as the investment banks, using depositors' money to speculate. begannen die Kommerzbanken oder eben diese Sparkassen mit dem Geld, mit den Einlagen ihrer Kunden, ihrer Sparer zu spekulieren. And it blew up in 2008, just as Lyndon LaRouche had forecast. Und genau wie Lyndon LaRouche das vorausgesagt hat, ist diese ganze Blase 2008 geplatzt. It nearly collapsed the world financial system. Und das hat beinahe das ganze Weltfinanzsystem zum Erliegen gebracht. And what did they do? Was haben sie gemacht? Did they arrest the bankers who committed fraud? Wurden die Banker nachher verhaftet, die betrügerische Geschäfte gemacht haben? Did they send the swindlers to prison who did this? Haben sie die Schwindler ins Gefängnis geschickt, die das gemacht haben? No, they said, how much money do you need to stay in business? Sie haben gesagt, nein, wie viel Geld braucht ihr, damit ihr weiterarbeiten könnt? And they did a huge bailout of producing money for them, liquidity. Und dann gab es eine riesige Rettungsaktion, indem man massenweise neues Geld geschaffen hat, Liquidität geschaffen hat, um diese bankrotten Banken zu retten. And then they adopted an easy money policy, a quantitative easing policy, to continue that to the present day. Und dann haben sie mit einer Politik angefangen, die man die Politik des leichten, des billigen Geldes nennt, sogenanntes quantitatives Geldschöpfen, und sie haben einfach massenweise Geld geschaffen. So the bankrupt banks have gotten bigger, Also wurden diese bankrotten Banken noch größer. holding more unsustainable debt. Und die haben noch mehr von diesen Schulden, die niemals mehr zurückgezahlt werden können, in ihren Bilanzen gehalten. They're using the money from the central banks to continue trading worthless financial instruments. Und sie brauchen dieses Geld der Zentralbanken, das frisch geschaffen wurde, um eben weiter diese leeren, wertlosen Titel zu kaufen. And they're saying to Russia and China, you should join us, you should join our system. Und sie sagen zu den Russen und zu den Chinesen, bitte macht jetzt da auch mit, ihr könnt euch beteiligen. And the Russians and the Chinese said no, Und die Chinesen und die Russen haben gesagt, wollen wir nicht. as did a number of other countries. So wie auch viele andere Länder. And so what happened? We launched attacks on them. Und was geschah dann? Wir begannen sie anzugreifen. Now, Trump's policy is different. Trump hat eine andere Idee. He's saying that maybe we shouldn't recognize this debt. Er sagte, vielleicht müssen wir diese Schulden gar nicht anerkennen. He scared everybody when he said maybe we should cancel the $72 billion of Puerto Rican debt. Yeah, Trump scared everyone on Wall Street when he said maybe we should write down the $72 billion of debt owed by Puerto Rico.
Okay, also die Leute. Claudio, can you take over for 5 minutes? I'll be right Yeah, back. that's, yeah. Ich habe einen Trick für dich. Versuch mit der Nase zu sprechen, dann weißt du, was soll ich geben. Obwohl Deutsch ist nicht meine Muttersprache, aber gut. So Trump said maybe we shouldn't pay back the 72 billion owed by Puerto Rico. So, Trump sagte, vielleicht sollten wir diese 72 Milliarden Schulden von Puerto Rico nicht zurückzahlen. Here's the real issue that we're seeing fought out in real terms, but is not covered in the media. So, das ist die echte Frage, die politisch gekämpft wird, aber darüber in den Medien liest man nicht darüber. The real issue is, are we going to have a productive economy where credit goes to build real products, or a speculative economy backed by government, by central banks? So, die echte Frage ist, werden wir eine produktive Wirtschaft haben, wo Kredit in produktive Investitionen in der Produktion geht, was nützlich ist, oder werden wir eine Finanzwirtschaft, das spekulativ ist, was von den Zentralbankenpolitik gesteuert wird? And what we see from Trump's visit to Asia is that he wants to have an economy where credit goes to physical production. Und was wir durch Trumps Reise nach Asien gesehen haben, ist, dass er will eine Wirtschaft haben, wo Kredit in der Produktion geht. And instead of going to war against countries, why don't we cooperate and work together to build the countries that are not developed? Und statt Krieg gegen Nationen zu führen, warum nicht Kooperation in dieser Idee? That's why they're trying to impeach him in the United States. Und das ist der Grund, warum sie versuchen, den Trump zu impeachen, also zu aus Amts. Dankeschön. In den USA. Not since John Kennedy has there been this kind of threat to Wall Street. Also wir haben so eine Bedrohung für Wall Street, also gegen Wall Street, seit der Zeit von Kennedy nicht gesehen. And you remember what happened to Kennedy. We're about to commemorate the anniversary of how the bankers got rid of him. Und Sie wissen, was dem Kennedy passiert ist. Also bald werden wir einen Jahrestag der Lösung, die Bankier hatten für Kennedy. Now, just to summarize, I want to present a couple of points. Also zum Schluss möchte ich ein paar Punkte vorstellen. The financial system cannot continue as it has been. Das Finanzsystem kann nicht überleben, so wie es ist. And there's no solution from the bankers. Und die Bankers haben keine Lösung. Trump himself doesn't have a full program yet. Selbst der Trump hat kein volles Programm. Noch nicht. But he has some good instincts. Aber der hat gute Impulse. He is a builder. Er ist ein Konstrukteur. And he doesn't like Wall Street. Und er mag Wall Street nicht. He needs LaRouche's 4 points. Natürlich, der braucht LaRouche's 4 Punkte. Starting with Glass-Steagall being restored. Der erste Punkt ist wieder Einführung von Glass-Steagall. He says he supports it. Und er sagt, er ist dafür. There are bills in both the Senate and the House to restore it. Wir haben Gesetzentwürfe sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus für Glass-Steagall wieder einführen. If he really wants to counterattack against his enemies, he should put Glass-Steagall through. Wenn er wirklich eine Gegenattacke gegen seine Feinde führen will,
dann muss er Glass-Steagall wieder einführen. And then we need a national credit bank, not a Federal Reserve. Dazu brauchen wir eine Nationalkreditbank, kein Federal Reserve. So that money is created directly to go into physical production, not speculation. So das Geld wird direkt erzeugt für die physische Produktion und nicht für Spekulation. This is really simple. I mean, if you borrow money to build something and produce something, you can pay it back. Das ist simpel, weil wenn man Geld benutzt, um etwas zu produzieren, man kann das Geld zurückzahlen. If you borrow money to pay off debt, you're just creating more debt. Wenn man Geld ausleiht, um Schulden zu produzieren, dann was war es? If you create money to pay debt, Ja. you're just creating more debt. Ja, wenn man Geld ausleiht, um Schulden zu zahlen, ja, man erzeugt mehr Schulden. It's like paying a mortgage with a credit card. Es ist wie eine Hypothek mit Kreditkarte zu bezahlen. The third point is invest in infrastructure. Das dritte ist Infrastrukturinvestitionen. The most modern platform of infrastructure. Natürlich die modernste Infrastrukturen. The kind of high-speed rail program that China has, where they've put 20,000 kilometers of high-speed rail together. Zum Beispiel ein Programm wie die Chinesen, die Hochgeschwindigkeit Züge der Chinesen, die haben 20.000 Kilometer davon gebaut. In the United States, we have 50 kilometers of high-speed rail. In den USA gibt es 50 Kilometer. And it's not even high speed. Und das ist nicht mal schnell, also Hochgeschwindigkeit. If the Chinese want to come and build it in America, we should open the door for them. Und wenn die Chinesen wollen, die nach Amerika kommen, um das aufzubauen, wir müssen die Tür öffnen. And the fourth point is go with investments in the most advanced new technologies. Und das vierte ist, wir brauchen Investitionen in Hochtechnologie, also die höchste Technologie. Like the Chinese space program, which is going to mine helium-3 from the moon to feed fusion reactors on the Earth. Wie zum Beispiel das chinesische Raumfahrtprogramm, was enthält den Plan, auf dem Mond zu landen, um Helium-3, das Isotop, was man auf dem Mond findet, zu ernten, um Fusionreaktoren auf der Erde zu treiben. So here's where the good news comes in. Hier Here kommt is die gute Nachricht. Gute Nachricht. Bravo. Yeah. I'm working on it. Next time I'm here, I'll speak German. Ist gut, also muss ich noch drucken. And we'll save our translator. Here's the good news. There is a rebellion against the establishment throughout the West. Das ist die gute Nachricht. Es gibt eine Rebellion gegen das Establishment, politische Establishment im Westen. We saw it first with Brexit. Wir haben es zum ersten Mal mit dem Brexit gesehen. Then we saw it with the Trump election. Dann sahen wir es mit der Trump-Wahl. The rejection of the EU reforms that Renzi was trying to push through in Italy. Dann wurde die EU-Reform, die Präsident Renzi in Italien durchzusetzen versucht hat, abgelehnt von den Leuten. We see a rebellion going on in most of Eastern Europe against the European Union. Man sieht in fast ganz Osteuropa eine Rebellion gegen die EU. People don't trust the media anymore, Die Leute trauen den Medien nicht mehr. for good reason. Aus gutem Grund. So we have the potential to move the whole transatlantic away from this establishment. Also gibt es das Potenzial, dass wir das ganze transatlantische System wegführen von dieser Politik. So what holds us back? Was hält uns noch zurück? Two things. Zwei Sachen. First, you need the right program to recruit people to. Erstens mal muss man das richtige Programm haben, um die Leute zu begeistern. It's not enough just to say you're against something, Es genügt nicht einfach zu sagen, wir sind gegen dies und das. because you have to give people hope and inspiration. Wir müssen den Leuten Hoffnung und Inspiration bieten.
And that's what President Trump did with his trip. Und das hat Präsident Trump mit seinem Trip in Asien gemacht. And if he went with the full articulation of LaRouche's 4 points, Americans would be extremely happy. Und wenn er die 4 Punkte, die Lyndon LaRouche aufgestellt hat, voll umsetzen würde, dann wären die Amerikaner sehr glücklich darüber. But the second thing is people have to give up their pessimism. Und etwas weiteres ist, die Leute müssen ihren Pessimismus aufgeben. I do a lot of radio interviews in the United States. Ich mache viele Radiointerviews in den USA. And people call in and say, your ideas are so good, but it will never happen. Und die Leute rufen an und sagen, sie haben gute Ideen, aber das wird sowieso nie geschehen. You can't win. They're too powerful. Ihr könnt nicht gewinnen, sie sind zu mächtig. And I say, well, tell me, what are you doing to fight them? Und dann sage ich ihnen, ja, was macht ihr denn eigentlich, um gegen diese Leute, die angeblich so mächtig sind, zu kämpfen? And there's a long silence. Da gibt es eine große Stille. Because most people have given up on the idea of fighting. Denn die meisten Leute haben die Idee zu kämpfen aufgegeben. You know, it's sort of like when you're in a bad marriage and you won't talk about what the problems are. Es ist wie wenn man in einer schlechten Ehe ist und nicht über die Probleme redet, die es tatsächlich gibt. You get more and more depressed. Und man wird immer deprimierter. And you say, well, I just have to live with her or him. Und dann sagt man sich halt, ja, dann muss ich halt mit ihm oder ihr leben. The other thing I say to people is, what do you mean they can't be beaten? Und dann frage ich die Leute, ja, was meinen sie eigentlich genau? Man kann sie nicht schlagen. Look at what idiots they are. Schaut euch mal an, was das für Idioten sind. They've built up the world's largest debt bubble. Sie haben die größte Schuldenblase der ganzen Welt aufgebaut. And they call it economic growth. Und das nennen sie jetzt Wirtschaftswachstum. It's like cheering the growth of a cancer tumor. Es ist wie wenn sie applaudieren, dass ein Krebsgeschwür wächst. So they're not that bright. Sie sind nicht so schlau. They also think that we could win a nuclear war against Russia or China. Die bilden sich auch ein, wir könnten einen Nuklearkrieg gegen Russland und China gewinnen. So it's not just that they have bad plans, but they're a threat to the human race. Sie haben nicht nur schlechte Pläne, sie sind auch eine Bedrohung für die menschliche Gattung. And if you actually talk to people, a lot of people know that. Und wenn man mit den Leuten tatsächlich redet, verstehen viele genau das. So they need you to get under their skin about not doing something about the problem. Deshalb seid ihr wichtig, dass ihr den Leuten ein bisschen auf die Pelle rückt, dass sie eben verstehen, ja, wir sind zu passiv, wir machen nichts, deshalb geschieht zu wenig. Use ironic images. Braucht etwas Ironie, um den Leuten das nahezubringen. It's like the person who's sitting in a sewage plant and says, boy, it really smells here. Es ist wie wenn jemand im Abwasserkanal sitzt und sagt, ja, das stinkt aber grässlich hier. And you say, well, why don't you get out of it? Und dann sagen wir ihm einfach, ja, weshalb gehst da nicht raus? Well, there's no place to go. Ja, man kann nirgends hingehen. Wo sollen wir denn hin? We have to get people to recognize that human beings can solve these problems. Wir müssen die Leute dahin bringen, dass sie verstehen, dass die Menschen diese Probleme lösen können. And that even someone as crude as Donald Trump has been able to figure out some of this. Sogar jemand, der ein bisschen grobschlächtig ist, wie Donald Trump, konnte sich einen Reim drauf machen, konnte das verstehen. And so we've got to, in the United States, defeat this regime change coup. Deshalb müssen wir in den USA diesen Versuch, die Regierung wegzuputschen, Trump wegzuputschen, verhindern. There used to be a joke that Latin American presidents would say. Es gab mal einen Witz, den sich lateinamerikanische Präsidenten erzählten. They'd say, you know why there's no coups in the United States? Die sagten, weshalb gibt es eigentlich keinen Putsch in den USA? Nur bei uns. Hm? Because there's no US embassy there. Weil es dort keine amerikanische Botschaft gibt. But now there's a coup underway in the United States. Aber jetzt gibt es tatsächlich einen Putsch in den USA. Run by the CIA, the FBI, and the National Security Agency. Es sind wieder diese drei Institutionen, FBI, CIA und NSA, die diesen Putsch durchführen. Working on a British intelligence program. Die sozusagen nach den Maßstäben einer britischen Geheimdienstoperation arbeiten. Supported by the most unpopular political leaders in the United States, like Hillary Clinton. Und
Dieser Coup, dieser Staatsstreich wird unterstützt durch die unpopulärsten politischen Figuren wie Hillary Clinton. So we should be able to outthink them Deshalb sollten wir schlauer sein als sie and to defeat them. und wir sollten sie schlagen. And I write a column every week for Neue Solidarität on what's happening in the United States. Ich schreibe jede Woche eine Kolumne in der Neuen Solidarität, der Zeitung des Schiller-Instituts, über das, was in den USA vorgeht. And I would encourage you to all subscribe to the paper so that you have the evidence that you need to argue with your pessimistic friends. Und ich würde Ihnen nahelegen, das Magazin zu abonnieren, damit Sie das Argumentarium haben, um eure pessimistischen Freunde zu überzeugen. So my final point then is don't be pessimistic about this battle. Und mein letzter Punkt ist, seid nicht zu pessimistisch über den Ausgang dieser Auseinandersetzung. There are dramatic changes occurring every single day. Jeden Tag gibt es ganz dramatische Veränderungen. The most powerful men in Hollywood are afraid to put their arm around any woman in Hollywood. Die mächtigsten Männer in Hollywood haben heute Angst, ihren Arm um irgendeine Frau zu legen. They can't come up with a government in Germany. In Deutschland ist es nicht mal möglich, eine Regierung zu bilden. And the final irony in the United States is that the so-called progressives who used to hate the CIA are now the greatest fans of the CIA. Die große Ironie in den USA ist, dass diejenigen, die sich progressiv nennen, nicht, die immer den CIA auf dem Kicker hatten, dass diejenigen jetzt die größten Fans des CIA sind. So we have to have fun when we organize. Deshalb müssen wir auch ein bisschen Spaß haben, wenn wir dagegen angehen. Use the ironies to challenge people whose minds are stuck. Brauchen Sie Ironie, um die Leute herauszufordern, wenn sie irgendwie engstirnig denken. And make sure you know what you're talking about. Und stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wovon Sie reden. But don't remain silent in the face of this coup in the United States and the dictatorship of the Brussels bureaucrats in Europe. Aber bleiben Sie nicht still, also halten Sie nicht den Mund, wenn es darum geht, eben diese Diktatoren in Brüssel zum Beispiel herauszufordern. The majority of humanity is not supporting this debt bubble. The policies of the debt majority of whom? Humanity. Humanity. Die Mehrheit der Menschheit unterstützt diese Schuldenblase nicht. They're getting on board the high-speed rail on the new Silk Road. Die möchten lieber auch mit diesen Hochgeschwindigkeitszügen der neuen Seidenstraße fahren. And Mrs. LaRouche has said Europe can either get on that Silk Road as a partner, Und Frau LaRouche hat gesagt, Europa kann entweder sich beteiligen an dieser neuen Seidenstraße or sit in the station watching the lights of the caboose as it pulls away. oder man sitzt einfach am Bahnhof und sieht, wie die Lichter des letzten Wagens langsam entschwinden. And that's the bleibt opportunity. hocken. That's the opportunity that we have now. Das ist die Gelegenheit, die wir jetzt haben. So I'm happy to take any questions, comments, anything you'd like to find out about the United States. We could bring up what's happening in the Middle East as well. Also, es besteht jetzt eine Möglichkeit, Fragen zu stellen und er wird sehr gern auf alles antworten. Man kann auch über den Mittleren oder Nahen Osten fragen. Der Herr. Eine Frage. Ja. John F. Kennedy, der wurde ja ermordet, weil er eine rote Linie überschritten hat. Also, JFK was assassinated because he crossed a red line. That Yeah. seems to be Because probably it's because of the Fed. Exactly. Because Kennedy wanted to nationalize the Fed, and his father told him that take care, they will kill you when you nationalize the Fed. What do you think, please? Also ich Can you übersetze das noch explain what is kurz. the red line for Trump? He's Also- crossed it. Der Herr sagt, dass vermutlich
JFK, also John F. Kennedy, ermordet wurde, weil er die Federal Reserve Bank, die Zentralbank, in eine echte Nationalbank verwandeln wollte. Und selbst der Vater von Kennedy hat schon vorausgesagt, dass wenn er das tut, dann überschreitet er eine rote Linie und sie werden ihn umbringen. Und jetzt fragt der Herr eben, was sagen Sie dazu? Und wo ist Trumps rote Linie? First of all, you're absolutely right about Kennedy. Das ist richtig. In June 1963, Kennedy created treasury bills to modernize the steel industry. Im Juni 1963 hat Kennedy Staatsanleihen herausgegeben, im Sinne einer Nationalbank, um die Stahlindustrie zu fördern. And this was the breakpoint for his supporters in London and Wall Street. Und das war der Punkt des No Return für die Unterstützer in London und an der Wall Street. And they also wanted the United States to go to war against Russia. Und sie wollten auch, dass die USA gegen Russland ins Feld zieht. But Kennedy was moving away from that. Aber Kennedy hat sich dem widersetzt. And he said the CIA should be broken up into 1,000 pieces. Und er sagte, die Central Intelligence Agency, der Hauptgeheimdienst, sollte in 1000 Stücke aufgeteilt werden. So you might say he crossed 3 or 4 red lines. Und deshalb kann man sagen, er hat 3 oder 4 rote Linien überschritten. The red line with Trump was meeting with Putin. Und die rote Linie mit Trump war, dass er Putin getroffen hat. Trump has his own private security in addition to the Secret Service. Trump hat seine eigenen Security-Leute zusätzlich zu den offiziellen Security-Leuten. And why does he use Twitter? Weshalb braucht er ständig Twitter? So he can tell people, essentially, if they kill me, here's who did it. Das hat auch damit zu tun, dass er den Leuten sagen kann, wenn die mich umbringen, dann das sind die Leute, die es getan haben. If you identify who your enemies are before they attack you, they expose themselves when they attack you. Wenn man seine eigenen Feinde offenlegt, bevor sie einen angreifen, dann legen sie sich selbst offen, wenn sie das dann tatsächlich tun. The second red line is China. Die zweite rote Linie für Trump ist China. If he fully brings the United States into the New Silk Road, that destroys the whole financial system. Wenn er die USA ganz auf dieses Projekt einschwört, der neuen Seidenstraße mit den Chinesen zusammenarbeitet, dann zerstört das bestehende ungerechte Finanzsystem. And the third red line would be Glass-Steagall. Und die nächste rote Linie wäre dann das Trennbankensystem Glass-Steagall. Now, the Republicans are pushing Trump to make Hillary Clinton the issue. Die Republikaner versuchen Trump dahin zu bewegen, zu manipulieren, dass er Hillary Clinton zum Hauptproblem macht. And the true story about Hillary Clinton has to come out. Und die wahre Geschichte, der wahre Hintergrund von Hillary Clinton, der muss auch publik gemacht werden. But the way they're doing it is they're saying Russia helped Hillary. Aber wie die Republikaner das jetzt anzetteln, ist, dass sie den Spieß umdrehen und sagen, die Russen haben Clinton geholfen plötzlich. Because most of the Republicans still live in the Cold War. Weil die meisten Republikaner immer noch im Kalten Krieg leben. Trump doesn't. Trump nicht. I should tell you one other thing from the Asia trip which I left out, which is very critical. Ich sollte euch noch etwas erzählen über diese Asienreise, das sehr zentral ist. What Trump said in Vietnam. Was er in Vietnam sagte. He brought up that he was in Vietnam on Veterans Day, which in the United States is the end of World War I, November 11th. Also er war am sogenannten Veterans Day, am Ende, das Ende des Ersten Weltkriegs markiert in Vietnam. And he said, in the United States, we honor our veterans on this day. Und er sagte, in den USA zollen wir unseren Veteranen an diesem Tag Tribut. But he said, we should also honor your veterans who died during the Vietnam War. Aber er sagte auch, wir sollten auch eure Veteranen, Soldaten ehren, die während des Vietnamkriegs gestorben He sind. said, that was a horrible war. Er sagte, es war ein furchtbarer Krieg.
And he said the people who died on both sides thought they were fighting for their nation. Und er sagte, auf beiden Seiten gab es Soldaten, die glaubten, sie kämpfen für ihr Land und deswegen gestorben sind. And he said it's terrible to admit, but the Americans were not fighting for their nation. Und er sagte, es ist furchtbar, das zuzugeben, aber die Amerikaner haben nicht für die Interessen ihres Landes gekämpft. Because of bad politicians. Wegen schlechten Politikern. But your veterans and your war dead were fighting for freedom and independence. Aber also die vietnamesischen Soldaten, die haben tatsächlich für die Unabhängigkeit und für ihr Land gekämpft. This completely stunned the people in the audience from Vietnam. Und die Leute waren völlig verblüfft in Vietnam. Finally, an American president said something true Endlich about the sagt war. ein amerikanischer Präsident mal die Wahrheit über den Krieg. This was never covered in the US press. Das wurde in der amerikanischen Presse völlig ausgeblendet. That's the problem. So, Further questions?